die alte Zinslogik und warum sie heute nicht mehr greift. Über Jahrzehnte galt eine einfache Regel: Steigen die Zinsen, verliert Gold an Attraktivität. Der Gedanke dahinter war logisch, zumindest in einer Welt mit stabilen Währungen und überschaubaren Schulden. Gold wirft keine Zinsen ab. Wenn sichere Staatsanleihen plötzlich wieder 4 oder 5% liefern, entsteht ein sogenannter Opportunitätsverlust. Kapital wandert dorthin, wo es Erträge bringt, weg vom zinslosen Edelmetall. Diese Logik funktionierte in einem Umfeld, in dem Schulden tragfähig waren, in den Zentralbanken unabhängig agierten und in der Geldpolitik glaubwürdig auf Stabilität ausgerichtet war. Doch genau diese Welt existiert heute nicht mehr. Die entscheidende Veränderung liegt nicht bei den Zinsen selbst, sondern bei der Glaubwürdigkeit hinter ihnen. Ein hoher Zinssatz ist nur dann relevant, wenn Anleger darauf vertrauen, dass er real erhalten bleibt. Also nach Inflation, Steuern und politischem Risiko. Heute sehen wir das Gegenteil. Zinsen steigen, während gleichzeitig Staatsverschuldung neue Rekorde erreicht, Haushaltsdefizite strukturell werden und Zentralbanken politisch unter Druck stehen. Das bedeutet, ein hoher Nominalzins sagt nichts mehr über reale Kaufkrafterhaltung aus. Gold konkurriert daher nicht mehr primär mit Zinsen. Es konkurriert mit dem Vertrauen in das System, das diese Zinsen verspricht. Und genau hier beginnt die Verschiebung. Warum hohe Zinsen heute kein Sicherheitsversprechen mehr sind. In der klassischen Finanzlogik galten hohe Zinsen als Zeichen von Stärke. Sie signalisierten Kontrolle, Stabilität und die Fähigkeit eines Staates, Inflation zu bekämpfen. Doch heute haben hohe Zinsen eine zweite, deutlich dunklere Seite. Denn Zinsen wirken nicht isoliert. Sie treffen auf ein System, das über Jahre hinweg auf billiges Geld aufgebaut wurde. Staaten, Unternehmen und auch private Haushalte haben sich an niedrige Finanzierungskosten gewöhnt und ihre Strukturen darauf ausgerichtet. Steigen die Zinsen in einem solchen Umfeld, entsteht kein Sicherheitsgewinn, sondern Spannung. Ein Beispiel: Jeder Prozentpunkt Zinsanstieg bedeutet für hochverschuldete Staaten zusätzliche Milliarden an Zinslast, jedes Jahr, dauerhaft. Diese Belastung muss finanziert werden, entweder durch höhere Steuern, neue Schulden oder geldpolitische Interventionen. Genau hier entsteht der Vertrauensbruch. Denn Märkte verstehen sehr genau, dass viele Staaten hohe Zinsen nicht lange durchhalten können. Nicht, weil sie es nicht wollen, sondern weil das System es nicht zulässt. Das führt zu einer paradoxen Situation. Zinsen steigen, um Vertrauen zu schaffen, gleichzeitig untergraben sie die finanzielle Tragfähigkeit. Hohe Zinsen werden damit nicht zum Stabilitätsanker, sondern zum Stressindikator. Für Anleger bedeutet das, der Zinssatz allein ist kein Sicherheitsmaßstab mehr. Entscheidend ist die Frage, ob er dauerhaft real bedient werden kann, ohne das System zu destabilisieren. Und genau an diesem Punkt gewinnt Gold eine neue Rolle. Nicht als Renditequelle, sondern als Vermögenswert außerhalb dieses Spannungsfeldes. Hohe Zinsen wirken auf den ersten Blick beruhigend. Sie vermitteln das Gefühl von Kontrolle, besonders für Sparer, die jahrelang auf Nullzinsen konditioniert wurden. Doch dieses Sicherheitsgefühl ist trügerisch. Entscheidend ist nicht der nominale Zinssatz, sondern das, was nach Inflation, Steuern und Kaufkraftverlust tatsächlich übrig bleibt. Und genau hier beginnt die Diskrepanz zwischen Statistik und Realität. Viele Anleger sehen einen Zinssatz von 4 oder 5% und glauben, ihr Vermögen sei geschützt. Gleichzeitig liegt die reale Geldentwertung, offen oder verdeckt, oft auf einem ähnlichen oder höheren Niveau. Das Ergebnis: Vermögen bleibt nominell stabil, verliert aber schleichend an Substanz. Hinzu kommt ein weiterer Faktor, der oft unterschätzt wird. Zinsen sind kein Naturgesetz. Sie sind ein politisches Instrument. Wenn Staaten unter finanziellen Druck geraten, verändern sich Rahmenbedingungen. Steuern, Abgaben, regulatorische Eingriffe oder neue Solidarbeiträge sind historisch keine Ausnahme, sondern ein wiederkehrendes Muster. Für Anleger bedeutet das, ein Zinssatz allein bietet keine Garantie für Vermögenserhalt. Er ist immer abhängig vom System, das ihn ermöglicht, und von den Entscheidungen, die dieses System trifft. Gold steht außerhalb dieser Logik. Es kennt keine reale Verzinsung, aber auch keine politische Nachverhandlung.
Und genau dieser Unterschied wird in Zeiten hoher Schulden zunehmend relevant. Gold wird oft noch immer falsch eingeordnet. Als Gegenspieler von Zinsen, als Spekulationsobjekt oder als kurzfristiger Inflationsschutz. Doch in der aktuellen Finanzordnung erfüllt Gold eine andere Funktion. Gold reagiert nicht primär auf Zinssätze, es reagiert auf Vertrauen. Genauer gesagt, auf das Vertrauen in Geld, in Staatsschulden und in die Fähigkeit von Institutionen, ihre Versprechen langfristig einzuhalten. In einer Welt stabiler Verhältnisse spielt Gold eine Nebenrolle. Doch je stärker Systeme unter Spannung geraten, desto wichtiger wird ein Vermögenswert, der keine Gegenpartei braucht. Gold ist kein Versprechen. Es ist kein Vertrag. Es ist kein Anspruch gegenüber einem Schuldner. Und genau deshalb funktioniert es dort, wo andere Anlageformen an Grenzen stoßen. Wenn Zinsen steigen, aber gleichzeitig klar wird, dass sie politisch kaum durchzuhalten sind, dass reale Renditen durch Inflation aufgezehrt werden und dass Schulden nur durch weiteres Geldschaffen stabilisiert werden können, dann verliert der Zinssatz seine Signalwirkung. Gold übernimmt dann eine andere Aufgabe. Es dient als Referenz für Stabilität außerhalb des Systems. Das erklärt auch, warum Gold in den letzten Jahren trotz steigender Zinsen nicht nachhaltig gefallen ist. Nicht, weil die Zinslogik falsch wäre, sondern weil sie unvollständig geworden ist. Gold misst heute nicht mehr Opportunitätskosten, es misst Systemvertrauen. Und dieses Vertrauen steht zunehmend unter Druck. Ein besonders aufschlussreicher Blick ergibt sich, wenn man nicht auf private Anleger schaut, sondern auf Zentralbanken. Denn während Privatanleger oft noch über Timing, Zinsen und Kurse diskutieren, handeln Zentralbanken längst anders. Seit Jahren kaufen Notenbanken weltweit Gold. Kontinuierlich, strategisch und unabhängig von kurzfristigen Preisbewegungen. Diese Käufe erfolgen nicht aus Renditegründen. Zentralbanken kaufen Gold nicht, weil sie ansteigende Kurse glauben. Sie kaufen es, weil Gold kein Gegenparteirisiko besitzt. Für Institutionen, die selbst Geld erzeugen und gleichzeitig dessen Stabilität sichern sollen, ist das ein entscheidender Punkt. Gold ist für Zentralbanken kein Investment, kein Spekulationsobjekt, sondern eine systemische Absicherung. Es steht außerhalb von Währungsräumen, Sanktionen und politischen Abhängigkeiten. Und genau deshalb gewinnt es an Bedeutung in einer Welt, die geopolitisch fragmentierter wird. Dass ausgerechnet jene Institutionen, die das Geldsystem tragen, zunehmend auf Gold setzen, ist kein Zufall. Es ist ein Signal. Nicht für einen unmittelbar bevorstehenden Zusammenbruch, aber für ein wachsendes Bewusstsein, dass Stabilität nicht mehr ausschließlich aus Papierwerten bestehen kann. Aus dieser veränderten Rolle von Gold ergeben sich nüchterne, aber wichtige Konsequenzen. Die erste ist, Gold muss heute anders bewertet werden als früher. Nicht als kurzfristige Reaktion auf Zinsentscheidungen, sondern als langfristiger Stabilitätsanker. Wer Gold ausschließlich nach Zinsschritten kauft oder verkauft, handelt nach einer Logik, die nur noch teilweise greift. Entscheidend ist nicht, was die Zinsen nominal tun, sondern was sie real leisten. Und ob das System dahinter tragfähig bleibt. Die zweite Konsequenz betrifft die Erwartungshaltung. Gold ist kein Instrument zur Maximierung von Rendite. Es ist ein Instrument zur Begrenzung von Risiko. In Phasen hoher Unsicherheit wirkt Gold oft unspektakulär. Gerade das ist seine Stärke. Es soll nicht überraschen, sondern halten. Die dritte Konsequenz ist psychologischer Natur. Gold zwingt Anleger dazu, langfristiger zu denken. Nicht in Quartalen, sondern in Zyklen. Nicht in Kursbewegungen, sondern in Stabilität. Das bedeutet auch, Gold ersetzt keine anderen Anlageklassen. Aber es relativiert ihre Risiken. In einem Umfeld, in dem politische Entscheidungen, Schulden und Geldpolitik immer stärker miteinander verwoben sind, wird diese Eigenschaft wichtiger, nicht weniger. Und genau deshalb bleibt Gold relevant. Nicht trotz hoher Zinsen, sondern unabhängig von ihnen. Ein Punkt wird in der öffentlichen Diskussion fast immer unterschätzt: Zeit. Viele Anlageentscheidungen werden heute unter kurzfristigen Maßstäben betrachtet. Wo stand der Preis vor 3 Monaten? Wie hat sich Gold im letzten Jahr entwickelt? Wie reagiert der Markt auf die nächste Zinsentscheidung? Doch genau diese Perspektive verfehlt den Kern von Gold. Gold ist kein Instrument für taktische Entscheidungen.
Es entfaltet seine Wirkung nicht in Wochen oder Quartalen, sondern über längere Zeiträume. Historisch betrachtet war Gold immer dann besonders wertvoll, wenn Übergänge stattfanden. Zwischen Geldordnungen, zwischen politischen Systemen, zwischen Phasen relativer Stabilität und struktureller Unsicherheit. In solchen Übergängen verlieren kurzfristige Kennzahlen an Aussagekraft. Zinsen können steigen oder fallen. Inflationsraten können verzerrt oder angepasst werden. Narrative ändern sich. Gold bleibt davon unberührt. Nicht, weil es immun gegen Schwankungen wäre, sondern weil es keine Anpassung erzwingt. Gold verlangt keine Reaktion. Es zwingt nicht zum Handeln. Es existiert unabhängig davon, ob Entscheidungen richtig oder falsch ausfallen. Für Anleger bedeutet das, Gold ist weniger eine Frage des Einstiegszeitpunkts als eine Frage der Haltedauer. Wer Gold besitzt, kauft Zeit. Zeit, um Entscheidungen nicht unter Druck treffen zu müssen. Zeit, um politische Zyklen zu überstehen. Zeit, um Vermögen über Phasen hinweg zu stabilisieren, in denen andere Anlageklassen neu bewertet werden müssen. Und genau deshalb passt Gold nicht in die Logik kurzfristiger Marktkommentare. Es wirkt dort, wo Zeit selbst zum Risiko wird. Fazit: Warum Gold heute anders gelesen werden muss? Gold ist heute kein Gegenargument zu Zinsen und auch kein Wettlauf um Rendite. Es ist ein stiller Maßstab für Vertrauen. In einer Finanzwelt, in der hohe Zinsen zunehmend Spannungen erzeugen, statt Sicherheit zu schaffen, verändert sich die Rolle von Vermögenswerten grundlegend. Gold reagiert nicht auf Schlagzeilen, sondern auf Strukturen. Wer Gold versteht, muss es nicht ständig bewerten. Er muss es einordnen, nicht als Schutz vor jeder Krise, nicht als Garantie für Gewinne, sondern als Absicherung gegen das, was schwer messbar ist: Vertrauensverlust, politische Eingriffe und systemische Brüche. Genau deshalb bleibt Gold relevant. Nicht, weil es spektakulär ist, sondern weil es verlässlich ist. Und in einer Zeit, in der vieles erklärungsbedürftig geworden ist Verlässlichkeit ein Wert für sich. Wenn du solche Einordnungen hilfreich findest, nimm dir gern die Zeit, den Kanal zu abonnieren. Hier geht es nicht um Prognosen, sondern um Orientierung in einem System, das sich gerade neu sortiert.